Wir stehen hier vor zwei Arbeiten aus der sogenannten Zeitungsserie von Bogomir Ecker. Diese Arbeiten sind im Zeitraum von 1991 bis 2005 entstanden. In dieser Zeit hat sich der Künstler immer wieder mit Papierarbeiten dieser Art beschäftigt. Das Besondere ist, dass diese Zeichnungen, muss man sagen, nicht mit dem klassischen Material, mit dem sonst Zeichnungen angefertigt sind, hergestellt wurden. Als Basis dienten ihm doppelseitige Zeitungsseiten von bekannten Tageszeitungen. Und diese hat er großflächig oder breitflächig mit silberfarbenem Hammerschlaglack übermalt. Dabei hat er aber gezielt oder bewusst bestimmte Partien ausgelassen. Meistens ist es eine Fotografie. Es kann aber auch sein, dass er Titelzeilen oder einzelne Wörter eben ausgespart hat. Und über diesen Hammerschlaglack liegt noch eine Zeichnung mit blauem Kugelschreiber. Die nimmt meistens Bezug auf die Fotografie oder die ausgesparte Textzeile und wird von ihm als abschließende Gravur bezeichnet. Den meisten wird Bogomir Ecker wahrscheinlich als Bildhauer bekannt sein. Er hat einige Jahre als Professor für Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg gelehrt. Anschließend auch als Professor an der Akademie in Braunschweig. Dort war ja auch Heinz-Günther Prager tätig. Und in den 90er Jahren begann auch sein Interesse an Fotografie. Dann wandte sich sein Interesse verstärkt der Pressefotografie zu und er hat eine eigene Sammlung mit Pressefotografien angelegt, die ihm auch als Basis für seine eigenen künstlerischen Arbeiten immer wieder gedient haben. Und das schlägt so ein bisschen den Bogen auch zu der Zeitungsserie. Bogomir Ecker greift hier den Diskurs von der Glaubwürdigkeit der Fotografie auf. Die meisten denken ja, eine Fotografie gibt die Realität so wieder, wie sie ist. Tatsächlich ist aber allein schon der Blickwinkel, aus dem ich eine Sache fotografiere, sehr, sehr subjektiv. Dazu kommt, dass insbesondere durch die Medien eben Fotos bearbeitet, manipuliert werden, es werden Ausschnitte gewählt. Und genau das macht Ecker in diesen Arbeiten ja auch, dass er bestimmte Partien dieser Zeitungsseite eben auswählt und offen lässt, andere verdeckt. Und das ist im Grunde genommen in übertragener Hinsicht die Arbeitsweise der Presse. Also ich wähle bestimmte Motive aus, ich wähle das Foto aus und ein anderes Foto, das die gleiche Sache vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zeigt, lasse ich weg. Also und damit hinterfragt er eben die Objektivität des Mediums, aber auch in gewisser Weise die Manipulationsprozesse der Medien.